Hallo, willkommen auf meinem YouTube-Kanal rund um den neuen Ford Focus Mk4. Im heutigen Video geht es um einen weiteren Nachrüstsatz von Flick-On. Ja, wie ihr wisst, habe ich ja schon mal einen Flick-On-Satz nachgerüstet. Verlinke ich euch hier oben in dieser Infokarte. Und da ging es darum, die Fußrahmenbeleuchtung hinten nachzurüsten. Standardmäßig, also bei meiner Ausstattung Titanium, ist es so, dass die Ambientenbeleuchtung drin ist. Allerdings ist es immer nur vorne, also vordere Fußrahmenbeleuchtung und vordere seitliche Beleuchtung. Hinten gibt es standardmäßig keine Beleuchtung und da gibt es halt einen Nachrüstsatz von Flick-On. Wie gesagt, das habe ich halt verbaut. Super einfach. Schaut euch das Video an, falls ihr es noch nicht kennt. Und dann könnt ihr es gegebenenfalls bei euch auch einbauen. Ja, worum geht es jetzt in diesem aktuellen Video? Jetzt geht es darum, wie ihr vielleicht schon an der Verpackung ein bisschen erkennen könnt, ja, die Ambientenbeleuchtung in den Türgriffen nachzurüsten. Bei mir auch standardmäßig vorne schon drin, durch die Titanium-Version, allerdings hinten nicht. Und ich habe von Flick-On ja, diesen Nachrüstsatz hier bekommen. Vielen, vielen Dank nochmal dafür. Und ich baue das jetzt hinten ein. Wieso? Die Fußrahmenbeleuchtung hinten findet der Sohnemann richtig geil, vor allem jetzt, wo es ganz, ganz schnell dunkel wird oder eigentlich fast immer dunkel ist, macht die Fußrahmenbeleuchtung hinten schon was daher. Und ja, mit diesem Nachrüstsatz bekommt ihr jetzt auch noch hinten die Möglichkeit, ja, die Griffe beleuchtet zu haben. Richtig cool. Für alle, die gar keine Ambientenbeleuchtung haben, gar kein Thema, schaut euch die Flick-On-Seite an. Dort gibt es diverse Nachrüstsätze, auch für diejenigen unter euch, die gar keine Ambientenbeleuchtung haben, also auch vorne nicht. Dort gibt es Nachrüstsätze und dann könnt ihr euch die Ambientenbeleuchtung vorne einbauen, seitlich, wie auch immer. Richtig gut. Die Qualität von den Sachen ist auch richtig, richtig gut. Wie ihr seht, 2 Pakete habe ich bekommen, eine kurze Anleitung. Blende ich euch auch gleich mal ein. Und ja, wie ihr seht, der gute Mann, wie das letzte Mal auch schon, macht das mit ganz viel Liebe, ganz viel Herz, richtig cool beschriftet. An der Verpackung seht ihr schon, er verwendet nur Originalteile. Hier müssen wir nämlich tatsächlich was austauschen. Und es ist halt so, dass wir halt diesen kompletten Griff hier austauschen müssen. Sprich, ihr bekommt, wenn ihr das Paket kauft, Originalgriffe von Ford. Ne, hier mit allen Nummern, allem was dazugehört. Und jetzt als Ergänzung wurde hier halt, wie gesagt, diese Beleuchtung hier hinzugefügt und natürlich dieses Kabel. Prinzipiell, die Anleitung sagt es auch schon, ist der Einbau ziemlich einfach. Wir tauschen halt dieses Gesamtgerät aus und stecken einfach dieses Kabel dazwischen, zwischen Fenster, Heber. Dann haben wir auch schon Strom und das Licht leuchtet. Ja, ich versuche das Ganze so gut es geht euch jetzt mal zu zeigen, wie der Einbau durchzuführen ist oder der Umbau durchzuführen ist und zum Schluss natürlich dann eine Kostprobe, wie das Ganze dann aussieht. Zu bedenken gibt es hier auf Video, auf Fotos, sieht das Ganze immer so ein bisschen, naja, nicht so aus wie in der Realität. Ich versuche das so gut es geht halt darzustellen. Wie gesagt, wenn die Lichtverhältnisse nicht so gut sind, also es dunkel wird, dann kommt das Ganze natürlich erst zum Tragen. Dann macht aber natürlich die Videokamera nicht mehr so ganz mit. Also es ist immer so ein Spagat zwischen, wann mache ich jetzt die besten Videos und Bilder, um euch das Ganze zu zeigen. Lange Rede, kurzer Sinn. Fangen wir jetzt mal an mit dem Umbau. Viel Spaß! Zuallererst lösen wir die Schrauben. Oben ist eine, in der Mitte sind 2 und unten ist eine. Hierzu oben einfach nur da drauf drücken und schon kommt das Cover ab. Ihr habt also Zugriff direkt zu der Schraube und die lösen wir ganz einfach. Im nächsten Schritt unten einfach die Schraube ablösen und dann bleiben eigentlich nur noch 2 Schrauben, nämlich die in der Mitte. Hierzu brauchen wir die Verkleidung, beziehungsweise müssen die Verkleidung abmachen. Die sind einfach nur mit Clipsen befestigt. Einfach das Ganze rausdrücken, schon habt ihr das Ganze in der Hand. Und dann habt ihr auch Zugriff auf Schraube Nummer 1 und Schraube Nummer 2. Ja, auch hier Schraube Nummer 1 lösen und dann die Schraube Nummer 2 lösen. Sonst ist die Türverkleidung nur noch mit Clipsen befestigt. Hier müsst ihr ein bisschen wie immer ziehen und rütteln, bis die Verkleidung ab ist. Habt ihr das Ganze ab, muss noch der Stecker hier abgezogen werden. Könnt ihr natürlich auch schon vorher machen. Und ist der Stecker ab, bleibt nur noch oben ja, das Zugseil für den Türgriff, den einfach auch abziehen, ganz einfach. Und dann habt ihr das Seitenteil auch schon in der Hand. Danach noch die Schrauben hier lösen, also die 3 Schrauben müssen wir lösen und können dann danach den Türgriff einfach nur rausdrücken. Der fällt dann im Prinzip nach außen ab und dann hat man ihn auch schon in der Hand. So sieht das ganze Teil aus. Und holen wir uns jetzt mal das neue Teil rein. Wie ihr seht, komplett 1:1 identisch.
ist ein Originalteil. Das Einzige, was halt noch fehlt, ist, wir müssen diese Blende hier noch auf das neue Teil übertragen. Das ist auch einfach nur reingesteckt. Wie ihr es hier nochmal seht, beide Teile im Vergleich und dann die neue Blende einfach nur noch da einstecken. Passt nur in eine Position und schon habt ihr das neue Teil, was jetzt verbaut werden kann. Hier nochmal dann in umgekehrter Reihenfolge von außen einfach einstecken. Auf der einen Seite hat es eine Führung, dort einfach reinstecken und dann nach innen reindrücken und zu guter Letzt noch die 3 Schrauben, die wir gerade eben losgemacht haben, nochmal festdrehen. Dann zum Schluss noch das Kabel einfach einstecken und das zweite Ende, das brauchen wir hinten nicht, das ist für die Ablagebeleuchtung. Das mache ich einfach im Kabelbinder fest, damit es nicht rumbaumelt und fertig. Noch oben den Seilzug einklipsen und dann die Türverkleidung nochmal einhängen. Das Ganze nochmal schön fest drücken und dann, wenn dann alles fest ist, zu guter Letzt dann die Schrauben nochmal reindrehen, die Kappen nochmal anbringen, die Verkleidung nochmal anbringen und dann sind wir auch schon fertig. Ja, das Ganze macht ihr natürlich noch auf der anderen Seite. Gleiches Spielchen nochmal, brauche ich euch nicht zu zeigen, weil es genau das gleiche Vorgehen. Und wie ihr gesehen habt, das Kabel hat dann noch einen zusätzlichen Anschluss. Das ist dazu da für die, ja, für das Ablagefach hier. Dieses Kabel ist quasi für die vordere Tür und für die hintere Tür gleich. Bei der hinteren Tür ist das Ablagefach relativ kurz, da gibt es halt keine Beleuchtung. Und das einfach mit einem Kabelbinder irgendwo befestigen und dann seid ihr da auch schon fertig. Wir schauen uns jetzt mal an, wie das Ganze in echt aussieht. Wie gesagt, ich hoffe, man sieht das auf den Videos, Bildern. Ich versuche mal beides zu erstellen, dass ihr das mal seht. Und ich hoffe, mir gelingt es, euch das Ganze mal so gut es geht halt zu zeigen. Ja, ansonsten macht euch doch vielleicht selber ein Weihnachtsgeschenk, bestellt euch dieses tolle Nachrüstset. Wie gesagt, verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung auf meiner Internetseite oder geht direkt auf die Homepage von Flickon und bestellt euch dieses tolle Nachrüstset. Mir bleibt nichts anderes zu sagen, außer vielen Dank fürs Zuschauen. Falls euch das Video gefallen hat, Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und ich wünsche euch wie immer einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!